Wie kann man im Jahr 2024 von Grund auf vom Forex verdienen? In diesem Video gebe ich Ihnen eine vollständige Anleitung und zeige Ihnen, wie Sie auf dem Forex in Echtzeit Geld verdienen können. Schauen Sie sich dieses Video aufmerksam an und Sie werden es auch schaffen. Hallo liebe Freunde, das heutige Video ist recht ungewöhnlich. Es ist der Diskurse gewidmet. Heute werden wir darüber sprechen, mit welchem Markt es einfacher ist, Geld zu verdienen, binäre Optionen oder Forex. Neben Forex gibt es auch Fonds, Kryptowährungen und andere Bereiche, die heutzutage populär werden. Sie werden meinen Handel in Echtzeit auf dem Bildschirm sehen. Heute verwende ich den CCA-Indikator. Er ist ein schneller Indikator für überkaufte und überverkaufte Zonen. Also ich mache Geschäfte, wenn der Indikator in eine bestimmte Zone zurückkehrt, nachdem er sie verlassen hat. Wenn Sie also nicht zuhören, sondern auch den Handel beobachten wollen, achten Sie auf die Anzahl der profitablen Geschäfte. Also kommen wir zurück zu unserem Thema. Also, ich möchte mit einer weit verbreiteten Meinung beginnen. Kommen wir zurück zu dem Thema. Wahrscheinlich haben Sie schon einmal das Sprichwort gehört, der größte Feind des Traders ist der Trader selbst. Woher stammt dieser Spruch? Leider sind wir Menschen, wir sind emotionale Geschöpfe. Wir alle neigen dazu, Emotionen wie Angst und Gier zu gehören. Während wir handeln und Geld verdienen, kontrollieren uns diese beiden Emotionen. Entweder haben wir Angst, zu viel Geld zu verlieren, riskieren es nicht und beschränken uns, oder wir werden gierig und verlieren unser gesamtes Geld, während wir unmöglichen Gewinnen hinterherjagen. Ich denke, Sie werden mir zustimmen, dass es für einen Händler umso schlimmer ist, je größer die Wahl ist, die er hat, wie viel er verdienen oder verlieren wird, besonders am Anfang dieser Reise. Was brauchen wir also, um mit binären Optionen Geld zu verdienen? Wir müssen den Betrag des Deals und die Ablaufzeit wählen, hier und auf die Schaltfläche nach oben oder nach unten klicken. Und natürlich die Analyse des Marktes. Wie jetzt zum Beispiel stellen wir fest, dass der CCI von der überverkauften Zone in eine normale Zone übergeht. Wir stehen also kurz vor einer Reaktion oder einem Umschwung, der uns ein Geschäft für einen Anstieg gewinnen lässt. Das sollten wir im Hinterkopf behalten, denn die Anzahl der Aktionen, um einen Gewinn zu erzielen, ist minimal. Denn wir regulieren unseren Gewinn oder Verlust durch den Betrag des Geschäfts. Das ist sehr einfach. Betrachten wir nun Forex. Was muss man tun, um ein Geschäft zu eröffnen? Zunächst einmal müssen wir mit Begriffen wie Stop-Loss und Take-Profit vertraut sein. Stop-Loss begrenzt Ihren Verlust und Take-Profit begrenzt Ihren Gewinn. Sie als Händler haben also die freie Wahl, wie viel Sie verdienen oder gewinnen möchten, verlieren oder gewinnen. Und natürlich will niemand Geld verdienen. Jeder möchte viel verdienen. Aber ein Wunsch ist nicht genug. Und leider verschlimmern diese beiden Funktionen, die einem die Wahl lassen, die Situation nur. Bei binären Optionen kann man seinen Verlust nur durch den Betrag des Geschäfts begrenzen. Der Gewinn wird durch den Prozentsatz begrenzt, der für den gewählten Vermögenswert angezeigt wird. Auf dem Forex legen Sie Take Profit, Stop Loss und so weiter selbst fest. Zum Beispiel geben wir jetzt ein Geschäft ein. Ich weiß, dass der Grafik, wenn sie über diese Linie steigt, nicht so schnell fallen will, da die Aufwärtsbewegung offensichtlich weitergeht. Und mein Ziel ist für das Ende des Deals ist diese untere Grenze.
Ich verliere also so viel oder verdiene so viel, 3-mal mehr. So würde ich persönlich handeln. Ich bezweifle jedoch, dass die meisten Anfänger, die am Forex verdienen wollen, ihren Gewinn auf diese horizontalen Niveau fixieren oder einem Verlust auf diesem Niveau zustimmen werden. Denn zunächst einmal ist es schwierig, seinen Fehler einzugestehen, dass man sich geirrt hat und der Markt gegen ihn läuft und man verliert. Man wird wahrscheinlich denken, dass der Markt dieses Niveau sehr bald erreichen wird und für den Stop-Loss die Zone, in der ihr Geschäft verliert, ständig verschieben. Man wird den Stop-Loss so lange verschieben, bis man seine gesamte Einlage verloren hat oder bis man Glück hat und der Markt sich endlich umkehrt. Aber selbst im Falle einer Umkehrung, wenn der Markt das geplante Niveau erreicht, diese lokalen Werte aktualisieren sich zum Beispiel, wird man wahrscheinlich keinen Gewinn fixieren wollen, in der Annahme, dass er noch weiter steigen wird. Das ist also die Falle. Man will immer mehr verdienen, die Erwartungen sind sehr hoch, höher als das, was der Markt einem bringen kann. Wenn man die Wahl hat, werden am Anfang immer die Emotionen die Oberhand gewinnen. Und solche Entscheidungen werden wahrscheinlich keinen echten Gewinn bringen. Vielleicht hat man 1-2-mal Glück und beginnt an sich selbst zu glauben. Aber früher oder später übernehmen die Gefühle die Oberhand. Zusammenfassend möchte ich sagen, dass es bei binären Optionen einfacher ist, seine Gefühle zu kontrollieren. Denn hier ist viel einfacher, die möglichen Gewinne und Verluste zu kontrollieren. Das ist wahr, weil alle ihre Gewinne und Verluste hier durch den Betrag ihres Deals begrenzt sind. Also ich hoffe, meine Meinung ist klar. Und ihre Aufgabe besteht im Wesentlichen darin, die Grafik richtig zu analysieren und im richtigen Moment einen Deal zu machen. Das ist alles. Sie müssen ihre Verluste und Gewinne nicht selbst regulieren. Je weniger Einfluss sie haben, desto höher sind ihre Chancen, langfristig Geld zu verdienen. Ich bin nicht gegen den Devisenmarkt, Fonds oder Kryptowährungen, Forex. Es ist immer noch eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen, aber nur für diejenigen, die verstehen, wie sie tun. Leider ist der Markt so aufgebaut, dass viele Leute ihn nicht verstehen. Daher empfehle ich solchen Leuten, die keine große Erfahrung mit Verlusten oder großen Gewinnen haben, immer mit den einfachsten Optionen zu beginnen. Bei binären Optionen sind die Ablaufzeit und der Betrag des Deals fixiert, was bedeutet, dass auch Verlust und Gewinn fixiert sind. Es gibt keine Möglichkeit, den Verlust oder Gewinn zu ändern, wenn das Geschäft bereits eröffnet ist. Das ist genau das, was sie von unnötigen Aktionen und dummen Fehlern abhält, die gemacht werden können, wenn sie tatsächlich eingreifen können. Um auf das Originalzitat zurückzukommen, der größte Feind eines Traders ist der Trader selbst, seine Emotionen. Daher sind die Situationen, in denen diese emotionalen Fehler vermieden werden können, also die besten Situationen, um Geschäfte zu machen. Das würde eine schöne Erfahrung schaffen. Es geht nicht nur um zu viele Geschäfte. Man kann riesige Gewinne machen, die einem lebenslanges Geld einbringen, so wie mehr. Also Freunde, mein Rat an euch ist, handelt weise. Basiert eure Entscheidungen auf Fakten und nicht auf Emotionen, wie es die meisten Menschen tun. Und sie werden Erstaunliches leisten. So, zum Abschluss dieses Videos. Wir haben uns gut unterhalten. Ich hoffe, das Thema ist interessant
und ich konnte meinen starken Standpunkt unter Beweis stellen. Und wir haben heute auch viel mit dem CCI-Indikator verdient. Dieser Indikator arbeitet ein bisschen schneller als der RSI. Also ich liebe ihn und empfehle ihn für kurze Geschäfte. Ich wünsche allen viel Glück. Vergessen Sie nicht, meinem Telegram-Kanal zu folgen, meinem YouTube-Kanal zu folgen und dieses Video mit Ihren Freunden zu teilen. Wir werden uns in meinem nächsten Video sehen.